Ein Montagmorgen auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Auf der Gegenspur eine nicht enden wollende Transporterkolonne. Die meisten Lkw tragen polnische Kennzeichen. Seit dem EU-Beitritt Polens vor 20 Jahren ist diese Autobahn die wichtigste Verkehrstangente zwischen West- und Osteuropa. Seit 2014 trägt sie den Ehrentitel Autobahn der Freiheit. Sie führt von Berlin nach Warschau und dann weiter bis an das östliche Ende der Europäischen Union an der belarussischen Grenze. Eine Reise zu unseren polnischen Nachbarn. Grenzübergang Frankfurt-Oder-Świecko. Hier blockierten im Februar 2024 mehr als 1000 polnische Landwirte mit ihren Traktoren beide Fahrtrichtungen. Sie protestierten gegen die Auflagen der EU und zollfreie Getreideimporte aus der Ukraine. Artur Koncik war mit seinem Traktor bei der Blockade dabei. Ein polnischer Oldtimer. Sein Großvater ist schon damit gefahren und auch sein Vater. Artur braucht ihn nicht mehr, aber er hat ihn behalten, als kulturelles Erbe Polens und seines Betriebes in Lasky Lubuskie. Als der Sozialismus ging und der Kapitalismus kam, galten Polens Bauern noch als Wendeverlierer. Mit dem Beitritt zur EU änderte sich das. Artur Konciks Fuhrpark ist ein PS-starker Beweis dafür. Mein Großvater hat mit dem Betrieb angefangen. In den 60er Jahren kaufte er seinen ersten Traktor, den Ursus, aus polnischer Produktion. Der war für die damalige Zeit sehr gut. Aber die Zeiten änderten sich. Anfang der 90er Jahre kaufte er ein neues Ursus-Modell, das uns auch ziemlich lang gedient hat. Als wir 2004 der Europäischen Union beitraten, sind wir auf neuere Modelle umgestiegen. Und dann ging es los mit neuen Mähdreschern. 2016 haben wir einen zweiten Mähdrescher gekauft. Und heute, nach 20 Jahren in der EU, haben wir eine landwirtschaftliche Ausrüstung, mit der wir wirklich sehr effizient und sparsam wirtschaften können. Artur fährt heute die Sprühmaschine über die Felder. Weizen, Raps, Roggen. Knapp 1000 Hektar. Seine Frau Monika bevorzugt weniger PS. Ausflug zum Rasenmähen. Ihr eigentlicher Job ist die Buchhaltung. Die Landwirtschaft zu EU-Konditionen hat nicht nur den Ertrag erhöht, auch den Papierkram. Miłosz, der Junior, studiert auf der Landwirtschaftsschule. In seiner Freizeit dreht er Videos von der Arbeit im Betrieb und stellt sie ins Netz. 2500 Abonnenten hat sein Videoblog. Ich möchte einfach das, was meine Eltern hier in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, weiter vorantreiben. Neue Technologien einbringen, damit unser Hof eine gute Zukunft hat. Mit 14 habe ich mir eine Kamera gekauft, um kleine Videoclips zu drehen. Am Anfang habe ich nur Musik auf die Bilder gelegt. Aber seit 2 Jahren berichte ich in den Vlogs über die Arbeit auf unserem Hof, welche Technik wir auf den Feldern einsetzen, wie es bei uns läuft. Polens Landwirtschaft profitierte am stärksten von den Subventionen aus Brüssel und der Liberalisierung des Handels. Doch nun gärt es auf dem Land.
Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die damit verbundenen Auflagen empfinden viele Bauern als Bedrohung ihrer Existenz. Die EU stellt jetzt die Landwirtschaft auf den Kopf und sagt uns, wir sollen nicht mehr spritzen oder düngen. Alles soll ökologisch sein. Wir haben 20 Jahre lang in Geräte investiert, die jetzt alle Normen erfüllen. Und jetzt heißt es, diese Geräte taugen nichts mehr. Wir müssen sie verkaufen oder auch nicht. Aber wir sollen neue Geräte anschaffen, sonst dürfen wir gar nichts mehr aussäen. Der Streit um den Green Deal ist ein Streit um die Zukunft der polnischen Landwirtschaft. Akut bedroht fühlen sich die Bauern durch Getreideimporte aus der Ukraine. Als die EU die Zölle dafür aussetzte, um die ukrainische Wirtschaft zu stärken, sanken die Preise für polnisches Getreide dramatisch. Um nicht pleite zu gehen, fordern Landwirte wie Artur Koncik, die Einfuhren aus der Ukraine zu beschränken und die Zollfreiheit zu beenden. Wir haben große Sorgen. Ja, wir haben große Sorgen. Seitdem vor 2 Jahren der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen ist, sind die Märkte nicht mehr stabil. Egal, ob es sich um Treibstoff oder Düngemittel handelt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Produkte sind bis letztes Jahr zu 99% nach Deutschland gegangen. Aber da gab es auch schon Probleme. Und ich weiß nicht, ob deutsche Firmen meine Produkte in diesem Jahr abnehmen werden, weil sie die ja jetzt billiger außerhalb der Europäischen Union bekommen. Wir lieben es hier. Ja, es ist unser Leben. Aber jetzt überlegen wir, ob es überhaupt sinnvoll war, dass wir unseren Sohn auf die Landwirtschaftsschule geschickt haben. Wir dachten, er würde dann hier die Arbeit in unserem Betrieb fortsetzen können. Aber jetzt stecken wir in der Zwickmühle. Ich habe nicht vor, die Schule abzubrechen. Ich will weitermachen, egal wie es kommt, ob gut oder schlecht. Einen Betrieb zu schließen geht schnell, aber wir haben uns das hier aufgebaut und ich werde das nicht aufgeben. Der wütende Protest der polnischen Bauern hat Wirkung gezeigt. Inzwischen hat die EU die zollfreie Einfuhr von Agrarprodukten aus der Ukraine strenger gedeckelt. Für die polnischen Bauern nicht streng genug. Der erbitterte Kampf um die Absatzmärkte in Europa geht weiter. Aber heute ist in Laskie Lubuskie erst einmal Feierabend. Vier von 10 Polen leben in den Provinzen abseits der großen Städte. Wie hier im Lebuser Land in Lubuskie. Wer hier lebt, lebt nicht besonders schick oder reich, aber in der schönen Illusion, Nachbar einer unberührten Natur zu sein. Hier nisten Schwarzstorch, Haselhuhn und Fischadler. Insgesamt 129 Vogelarten. Einer der größten im Lebuser Land ist Jesus Christus. 36 Meter hoch überragt er die Stadt Świebodzin. Über die polnische A2, die Autobahn der Freiheit, fahren wir nach Zielona Góra, der größten Stadt im Lebuser Land. Eine halbhübsche Stadt, in der die Architektur von Jahrhunderten der Plattenbauweise aus den sozialistischen Jahrzehnten noch immer unversöhnlich gegenübersteht. Hier zog man in den 90er Jahren lieber weg als hin. Inzwischen leben unter den 140.000 Einwohnern 18.000 Studenten.
Zielona Góra hat eine der jüngsten Universitäten Polens. 2001 gegründet durch den Zusammenschluss von Polytechnikum und Pädagogischer Hochschule. Heute kann man hier fast alles studieren. Maschinenbau, Malerei, Management und seit 2015 auch Medizin. Ein Patient wurde gerade in die Notaufnahme gebracht. Er hat Symptome einer Infektion und Fieber. Wir müssen ihn untersuchen, seinen Zustand beurteilen und Lösungen für seine Probleme vorschlagen. Okay? Medizinstudenten beim Simulationstraining eines Notfalls. Łukasz Łukomski gibt den Ton an. Er ist bereits im 6. Studienjahr. Aufgewachsen ist er in Gdynia an der Ostsee. Sein erster Berufswunsch war Tierarzt, sein zweiter Priester, sein dritter Feuerwehrmann. An der Uni in Zielona Góra qualifiziert er sich nun zum Herzspezialisten, zum Kardiologen. The best driver in Zielona Góra. Łukasz hätte seine Heimatstadt Gdynia am liebsten nie verlassen. Für sein Studium bewarb er sich an verschiedenen Universitäten. Das Medizinstudium in Zielona Góra ist begehrt. Auf einen Platz kommen über 40 Bewerber. Als Kind habe ich viel Zeit in Krankenhäusern verbracht. Nicht wegen meiner Gesundheit, sondern wegen der meiner Angehörigen, die dort gelandet sind. Und als ich dann die Ärzte und Patienten zusammen gesehen habe und diese Hoffnung, die die Ärzte ihren Patienten geben, kam mir der Gedanke, dass ich auch so jemand sein möchte. Jemand, der kranken Menschen die Chance gibt, wieder geheilt zu werden und gesund nach Hause zurückkehren zu können. 3 bis 4 Mal in der Woche arbeitet Łukasz Łukomski in der Notfallstation der Universitätsklinik. Hier lernt er, was einem die Theorie einer Vorlesung oder ein Simulationstraining an einer Puppe nicht vermitteln: den Umgang mit den Patienten. Seit wann fühlen Sie sich schwächer? Seit 5 Uhr? Haben Sie eine chronische Krankheit? Bluthochdruck? Diabetes, Schilddrüsenerkrankung? Haben Sie im Moment Schmerzen? Können Sie sich an die Namen der Medikamente erinnern, die Sie regelmäßig einnehmen? Ich glaube, dass es so etwas wie ein ideales Gesundheitssystem nicht gibt. Wir tun unser Bestes, um den Zugang zu verschiedenen Verfahren zu gewährleisten und die Wartezeiten der Patienten zu verkürzen. Das Hauptproblem scheint mir jedoch der Mangel an Ärzten zu sein, der auch durch die Abwanderung vieler gut ausgebildeter Mediziner entstanden ist. Niedobór lekarzy u nas w Polsce, też duża migracja. Mit europäischen Fördermitteln konnten viele Krankenhäuser modernisiert werden, auch das von Zielona Góra. Doch gegen die Abwanderung von medizinischem Personal hatte die Regierung bisher kein wirksames Rezept. Auf 1000 Einwohner kommen nur 2,4 Ärzte. Das ist die niedrigste Ärztedichte in der EU. Szymon Michniewicz, Chefarzt der Rettungsstelle, begann 2001 hier zu arbeiten. 3 Jahre später war Polen bereit für den Weg in die EU. Es ist sicherlich so gewesen, dass unmittelbar nach dem Beitritt zur Europäischen Union viele Ärzte in verschiedenen Ländern Arbeit gefunden haben, vor allem in Deutschland und Großbritannien. Im Moment hat sich die Migration in den Westen so stabilisiert, dass sie hier nicht mehr so stark zu spüren ist. Aber der Trend hält an. Ich glaube nicht, dass es ein Land gibt, in dem man absolut zufrieden ist. Aber wie lautet ein polnisches Sprichwort? Das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Der Arzt hat bereits mit Ihnen gesprochen. Gut.
Hier ist die Entlassung aus dem Krankenhaus. Wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte, melden Sie sich bei uns. Oder beim Nationalen Gesundheitsservice. Und nehmen Sie die Schmerzmittel, die Sie zu Hause haben. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Seit dem EU-Beitritt vor 20 Jahren haben über 2 Millionen Polen ihr Glück im Ausland gesucht. Die meisten davon junge Hochschulabsolventen. Bleiben oder gehen? Diese Frage stellen sich auch Łukasz und seine Kommilitonen. Wenn es um den Ort geht, an dem ich später als Kardiologe arbeiten möchte, dann zieht es mein Herz noch immer in meine Heimatstadt nach Gdynia. Aber vor allem denke ich, dass ich an einem Ort leben möchte, an dem ich mich am besten verwirklichen kann. Besonders Kardiologen sollten ja auf ihr Herz hören. Wobei mein Herz nicht ausschließt, dass es sich auch an einem anderen Ort in Polen verpflanzen kann. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Für die meisten Studenten ist Westeuropa nicht mehr der Sehnsuchtort für ihren Lebenslauf, sondern die Heimat um die Ecke. Im Studentenclub tanzen sie nach den Hits ihres Landes. Igu, Mrozu und Vito Bambino singen von Superkräften. Supermoce. Und die Studenten singen jede Zeile mit. Czy 20 Kilometer entfernt von Zielona Góra liegt Nowa Sól. Im sozialistischen Polen waren hier die Hauptarbeitgeber die Fadenfabrik Oder und die Metallurgiewerke Dosamet bis 1989. Dann kam der Kapitalismus und für die Fabriken das Aus. Fast jeder zweite Einwohner der 40.000 Einwohnerstadt verlor seine Arbeit. Nowa Sól wurde zur Stadt der Gangs und Banden, die nicht nur die Stadt unsicher machten, sondern von hier aus ihre Raubzüge in den Westen starteten. Vor allem in Berliner Juwelierläden wurden sie fündig. Adam Zakrzewski wollte damals Polizist werden. Heute ist er ein erfolgreicher Unternehmer, der mit seiner Frau Małgosia die Firma Bezet führt. Deren Geschichte begann 1983 in einer Garage. Und sie begann mit seinem Vater. Mein Vater war Technologe in den ehemaligen Metallurgiebetrieben. Er verdiente recht gut, aber er stellte seine Familie über alles und wollte, dass sie ein bisschen besser lebt als die durchschnittlichen Menschen in Polen. Und da er ein Händchen hatte für künstlerische Dinge, kam er auf die Idee, Abzeichen aus Gips herzustellen. Dann kam er auf die Idee, sakrale Figuren aus Beton herzustellen, die Jungfrau Maria und Christus. Aber diese Statuen waren sehr schwer. Und so entwickelte er seine eigene Technik, damit sie innen hohl sind. Ende der 80er Jahre etwa begann er, Zwerge herzustellen. Noch nicht so viele. Aber dann fiel die Berliner Mauer, die Grenzen wurden geöffnet und eine Lawine brach los. Der Park Krasnala ist eine Art Ehrenpark für das Wirtschaftswunder von Nowa Sól. Anfang der 90er Jahre erstürmten die Ostdeutschen die Polen-Basare der Grenzregion. Sie wollten Zigaretten und Zwerge. Die Nachfrage nach den Gipswichten wurde zum Überlebensgeschäft für viele Polen, die gerade ihre Arbeit verloren hatten. Über 200 Firmen entstanden, in Kellern, Scheunen, Garagen. Anfangs belieferten sie die Grenzbasare, doch schon bald darauf die großen Baumärkte in Deutschland. Der junge Adam ließ sich gerade zum Polizisten ausbilden. Sein Vater belehrte ihn eines Besseren. In den frühen 90er Jahren gab es in unserer Stadt viele Schlägerbanden,
so möchte ich sie mal nennen. Mein Vater sagte damals zu mir, hör zu, es wird hier schwierig werden für dich als Polizist. Die schießen Polizisten ab wie Enten. Also lass das lieber. Ich werde dir helfen, den Betrieb auszubauen und zu leiten. Und eines Tages wirst du ihn übernehmen. Und so kam es. 1996 übernahm Adam Zakrzewski den Betrieb von seinem Vater und meldete seine Firma Bezet an. Der Bedarf an Gartenzwergen hat sich längst erschöpft. Statt süßer Zwerge werden Super Marios hergestellt. Die Firma bedient heute ein weltumspannendes Repertoire an Kitsch-Maskottchen. Elvis Presley, Tim und Struppi, Betty Boo und Stormtrooper gehören dazu. Mit dem Eintritt Polens in die EU eröffneten sich für die Firma ganz neue Auftragsmöglichkeiten. Es war, als ob sich die Welt für mich geöffnet hätte. Alles stand mir offen auf einmal, ohne Probleme. Ich konnte jeden erreichen. Es hat mir neue Märkte und Möglichkeiten eröffnet. Unglaublich. So als hätte jemand, der in einem Käfig eingesperrt war, plötzlich losflattern können. Als Polen 2007 dem Schengener Abkommen beigetreten ist, haben sich die Grenzen noch weiter geöffnet. Also habe ich nach neuen Märkten gesucht. Hier haben wir King Kong. Diese Version geht an einen polnischen Kunden. Diese Figuren gehen nach Frankreich. Ein großer Auftrag. Dort gibt es ein maßgeschneidertes King Kong-Modell, das wir nach Serbien liefern. Da oben im Regal blicken wir auf die Geschichte unseres Betriebs, den Gartenzwerg. Er ist einer der wenigen, die noch im Werk stehen. Wir produzieren sie nicht mehr. Wir stellen alles Mögliche her. Brunnen, Devotionalien, Gartenfiguren, Werbefiguren. Das Eis geht nach Spanien. E.T. fährt nach Italien, an den Gardasee. Von den einst über 200 Zwergenherstellern in Nowa Sól gibt es heute noch etwa 30. Für Adam Zakrzewski keine Konkurrenz. Die kommt aus China, wo billiger produziert wird. Aber er fürchtet sie nicht. Nowa Sól liegt mitten in Europa. Die Lieferwege zu den Kunden sind kurz. Auf spezielle Wünsche kann er unkompliziert und schnell reagieren. Wir haben den Boom der 90er Jahre in ein nachhaltiges Wachstum überführt, sagt Adam Zakrzewski. An dem sind inzwischen auch seine Söhne Arek und Adrian beteiligt. Ich habe auf dem Bau angefangen zu arbeiten. Dann bin ich nach Deutschland für ein paar Monate. Aber alleine im Ausland zu sein, das ist nicht so toll. So bin ich zurückgekommen. Hier zu arbeiten ist schon cool. Mir gefällt, dass wir ein Familienunternehmen sind. Mein Chef ist mein Vater und nicht irgendein fremder Kerl, bei dem ich nicht weiß, woran ich bin. Wir können auch mal die Initiative ergreifen und werden dabei ernst genommen. Wenn du deine Arbeit gut machst, zahlt sich das aus. Dieser Job ist, was er ist. Sehr speziell und sehr hart. Aber wenn am Ende das Ergebnis und auch die Betriebszahlen stimmen, ist alles prima. Wir stellen ein Produkt von Anfang bis Ende her. Und wenn ein Kunde zu uns sagt, dass die Qualität genau so ist, wie er sie haben wollte, zaubert uns das ein Lächeln aufs Gesicht. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic.
jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze... Wir sind angekommen in Posen, in Poznań. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Eine bunte, liberale, prosperierende Stadt mit einer halben Million Menschen. Kulturelles Erbe gepaart mit moderner Lebensart. Die alten Fassaden strahlen und die jungen Menschen auch. Wegen der guten Verkehrsverbindung durch die Autobahn haben sich deutsche Konzerne hier niedergelassen. Allein VW Poznań beschäftigt in der Region 11.000 Menschen und ist inzwischen der größte Autohersteller in Polen. Das schönste Gebäude von Posen ist das Rathaus und gilt als Perle unter den Renaissance-Bauwerken nördlich der Alpen. Für Piotr Reiss ist vor allem ein Gebäude das schönste der Stadt. Das Fußballstadion, die Heimstätte von Lech Poznań, dem Club der Eisenbahner. Ludzi tłum przez miasto gna, dziś kolejoś mecz swój gra, w kasach ścisk biletów brak. Piotr Reiss ist keine 5 Minuten vom Stadion entfernt aufgewachsen. Schon als kleiner Junge träumte er davon, eines Tages hier zu spielen. Sein Vater war ein großer Fan des Vereins. Als Piotr 10 Jahre alt war, meldete er ihn dort an. So begann seine Fußballkarriere. Ich erinnere mich noch, als ich hier zum ersten Mal vor den Fans gespielt habe. Es war ein tolles Gefühl. Die Erfüllung meines Kindheitstraums. Eine Begeisterung wie hier, heißt es, findet man in kaum einem anderen Stadion Europas. Seit 1922 gibt es die Blau-Weißen in Posen. Die besten von ihnen wurden im Museum des Vereins verewigt. Das ist Mirosław Okoński. Er war das Idol meiner Kindheit. Mit ihm bin ich aufgewachsen. Für mich ist er der beste polnische Fußballer überhaupt. Und hier bin ich mit blonden Haaren, ein Junge aus Poznań. Hier stehen die Pokale der polnischen Meisterschaft. So sahen sie früher aus. Diesen da habe ich gewonnen und diesen habe ich selbst hochgehoben. Wie für Robert Lewandowski wurde der Verein auch für Piotr Reiss zum Sprungbrett ins Ausland. Er wagte als erster den Schritt in den Westen. 1998 nach Deutschland zu Hertha BSC. Später zum MSV Duisburg. Ich erinnere mich, dass jeder Junge hier darüber nachgedacht hat, wegzugehen. Auch weil die Fußballclubs im Westen bessere Löhne versprachen. Für mich war es natürlich eine große Sache, als ich 1998 zu einem westeuropäischen Verein wechseln konnte. Hertha BSC zahlte Lech Poznań dafür knapp 2 Millionen D-Mark. Es gab noch keine Euro. Das war damals eine gewaltige Summe. So groß, dass der Verein in Poznań damit 2 Jahre lang überleben konnte. Ja, ich habe hier ein paar Tore, was habe ich gemacht. Das ist mein erstes Tor in der Bundesliga in Hamburg. Das war mein erstes Spiel. Ich war 2 Tage in dem Club. Ich weiß, dass in dieser Zeit, wo wir in Hamburg gespielt haben, das war minus 10 Grad. Das war 7. Dezember oder so, minus 10 Grad. Das Spiel war Freitagabend, glaube ich, und war so sehr kalt, unglaublich. Na, aber wir haben 4:0 gewonnen und alle sind zufrieden gewesen. Und jetzt ist das mein Tor gegen Unterhaching, wenn ich bei MSV Duisburg gespielt habe. Ja, auch schon ein Tor. In der Bundesliga blieb Piotr der große Erfolg versagt.
Umso euphorischer begrüßten die Fans 2003 seine Rückkehr in die Heimatstadt. Mit ihm als Kapitän spielte sich Lech an die Spitze der Ekstraklasa. Fußball ist in Poznań eine Art Religion. Wiara nennt sich der Fanclub. Entstanden als Gegenbewegung zur Hooligan-Szene und deren wilden Prügeleien. Heute überwiegt der friedliche Enthusiasmus der Fans. Ich bin heute 52 Jahre alt. Ich habe Polen erlebt, als es noch Volksrepublik war. Dann die schwierige Umbruchszeit in den 90er Jahren. Damals mussten wir mit dem eigenen PKW zu den Spielen anreisen, weil es kein Geld für einen Mannschaftsbus gab. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich das Land unglaublich entwickelt. Und die EU-Gelder haben uns dabei geholfen. Wir haben schöne Autobahnen, wir haben wirklich schöne Städte. All das gab es vor 30, 40 Jahren nicht. Und das gilt auch für den Sport. Heute ist Lech Poznań ein ganz ähnlicher Verein wie die Berliner Hertha oder wie Bayer Leverkusen. Finanziell sicher nicht so üppig ausgestattet, aber er wird genauso geführt. 2013 beendete Piotr Reis seine Spielerkarriere. Er führt ein Autohaus und eine Vertriebsfirma für Photovoltaikanlagen. Dem Fußball ist er treu geblieben. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ich hatte schon immer ein gutes Verhältnis zu Kindern und habe gern mit ihnen gearbeitet. Als Fußballspieler war ich in vielen Schulen und Kindergärten zu Gast. Dadurch kam ich 2010 auf die Idee, eine Fußballakademie zu gründen. Ich habe sie nach mir selbst benannt. Denn ich dachte mir, mein Name ist sehr bekannt und er wird vielleicht viele Kinder anziehen. Und so kam es. Heute trainieren wir fast 10.000 Kinder an unseren verschiedenen Standorten. Natürlich träumen alle davon, mal ein Lewandowski oder Podolski zu werden. Hier bekommen sie die Chance dazu. Und natürlich ist auch ein großer Traum von mir, dass einer unserer Absolventen eines Tages für Bayern München oder FC Barcelona spielt, so wie Robert Lewandowski. Robert kam als 19-Jähriger zu Lech Poznań in die Mannschaft, in der ich damals Kapitän war. Unter mir ist er praktisch zum Fußballspieler geworden. Und deshalb gibt es diesen Traum, dass einer unserer Absolventen mal für einen großen Verein spielt, wie er heute. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o 2 pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Wir sind angekommen in Łódź. A ja ciągle tęsknię. Eine unbedeutende Kleinstadt, die sich mit der boomenden Textilindustrie im 19. Jahrhundert in das Manchester des Ostens verwandelte. Als der Sozialismus im Ostblock abdankte, verloren die Fabriken ihre Absatzmärkte. Zehntausende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz und die immer trister werdende Stadt 200.000 ihrer Einwohner. Die einst größte Textilfabrik steht heute für einen neuen Superlativ. Es ist das größte Einkaufs- und Erlebniszentrum von Polen. Die Manufaktura gilt zugleich als Symbol für die Wiederbelebung der Stadt in den vergangenen 2 Jahrzehnten. Vom Manchester des Ostens spricht man nur noch in der Vergangenheit.
Und doch werden auch heute in Łódź Stoffe gewebt und Kleider genäht. Nach den schmerzhaften Jahrzehnten des Niedergangs ist die Textilbranche wieder im Aufwind. Das Unternehmen Mirafo nahm seinen Anfang im ersten Stock eines Einfamilienhauses. Inzwischen beschäftigt Juniorchef Jan Rafałski 80 Mitarbeitende, die 40.000 Kleidungsstücke im Monat herstellen. Man kann schon sagen, dass wir hier die industrielle Geschichte der Stadt weiterführen. Denn unser Familienunternehmen hat seine Wurzeln in der Faserindustrie. Also ja, in gewisser Weise ist unsere Firma eine Fortsetzung der Textilindustrie in Łódź. Die Firma wurde 1991 gegründet, also ausgerechnet in einer Zeit des fundamentalen Wandels, als viele Fabriken geschlossen wurden. Aber wir haben diesen Wandel überlebt. Ich denke, dass es daran lag, dass wir uns von Anfang an dazu entschlossen haben, die gesamte Produktion von der Herstellung der Stoffe bis hin zum Endprodukt, also der Fertigung der Strickwaren, anzubieten. Ich bin für die EU. Sicher lief es mal besser und mal schlechter. Aber bis heute existieren wir. Und ich kann sagen, wir haben von Polens Beitritt zur EU profitiert. Das nicht nur, weil einige unserer Maschinen von der Europäischen Union mitfinanziert wurden. Diese Mitgliedschaft hat die Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern und Kunden in Europa grundlegend erleichtert. Die Firma hat ihre Kunden in Deutschland, im Baltikum, in den Benelux-Ländern, aber auch vor der Haustür. Modedesigner Maciej Lebiedowicz hat gerade eine neue Kollektion in Auftrag gegeben. Seit fast 2 Jahrzehnten ist er Stammkunde. Mode made in Poland. Fotosession für die neue Kollektion. Wir haben diese Kollektion gemeinsam mit dem Literaturhaus Łódź entwickelt. Motive, die mit Lesen oder Schreiben zu tun haben. Oder mit Literatur. Es gibt zum Beispiel ein T-Shirt, das verschiedene Szenen des Lesens illustriert. Also wann lesen wir, wie lesen wir, in der Badewanne, im Bus oder auch wenn man ein Kind im Arm hält. Während Maciej Lebiedowicz die Fotos der neuen Kollektion für den Online-Auftritt vorbereitet, kümmert sich seine Frau Justyna um den Laden. Justyna war studierte Soziologin, Maciej Informatiker, als sie eine besondere Hinterlassenschaft der Sozialistischen Volksrepublik entdeckten. Die Arbeiten von Grafikdesignern und Illustratoren. Und die wollten sie wieder sichtbar machen. Auf dieser Tasche haben wir Zeichnungen von Bogdan Butenko, der in den 70er und 80er Jahren auch eine Vielzahl von Kinderbüchern illustriert hat. Die kennen wir aus unserer Kindheit. Und hier haben wir Socken mit dem alten Butteretikett. Buttrige Butter. 2006 gründeten Maciej und Justyna ihr Label Pan tu nie stał. Übersetzt: Hier standen sie nicht. Eine ironische Reminiszenz an die sozialistischen Warteschlangen. Wer vordrängeln wollte, wurde auf diese Weise zurückgewiesen. Ich erinnere mich, als wir unsere Produkte das erste Mal auf einer Messe vorstellten, wie geschockt die Leute waren, dass es so etwas überhaupt gibt. Also auf einmal sahen sie auf den Klamotten keine amerikanischen Motive, kein Big Star oder so etwas, sondern polnische Motive und Schriftzüge. Mit einfachen Wörtern wie zum Beispiel Opa oder ganz einfach nur Hallo.
Also ganz schlichte polnische Schriftzüge oder Motive. Ich glaube, wir waren die Ersten, die so etwas auf Kleidungsstücke gebracht haben. Unsere Mode richtet sich an Leute, die mehr oder weniger unserer Generation angehören. Wir haben kaum Erinnerungen an die kommunistische Zeit. Die haben wir nur als Kinder erlebt. Für uns sind diese Klamotten kein politisches Statement. Wir verbinden damit keine Nostalgie oder Sehnsucht nach einem vergangenen Polen. Uns interessieren rein visuelle Aspekte. Auf diesem T-Shirt ist eine CPN-Tankstelle in Łódź abgebildet. Die Lizenz dafür haben wir gerade von der Presseagentur Forum erworben. Hier sehen Sie das Łódź-Zeichen, das auf unserer Kleidung allgegenwärtig ist. Und die hier abgebildeten Kioske waren in den 90ern sehr beliebt. Die ersten Fastfood-Ketten quartierten sich dort ein. Es gab überbackene Baguettes, Burger. Die Kioske dienten auch als Fotoshop, als Post oder als Läden für alles Mögliche. Getränke, Lebensmittel, Zeitungen, Spielzeug, Krimskrams. 2012 eröffneten die Modemacher von Pantu-Niestau ihren Laden in einer ehemaligen Baumwollspinnerei mitten in der Stadt. Einst ein Hotspot für Schichtarbeiter, nun für Kreative, Hipster und Kaffee to go. Am Anfang wimmelte es hier wirklich. Designerläden, Musikclubs, kleine Nischenlokale zogen hier ein. Es entstand eine gute Gemeinschaft, es gab viele künstlerische Aktivitäten. Der Ort strahlte damals wirklich eine super alternative Energie aus. Das ändert sich jetzt. Die Immobilien werden teurer, der Ort wird exklusiver, aber auch kommerzieller. Eine Stadt im Wandel. Regenbogenfahnen in der Ulica Kutnowska Nummer 11. Sie symbolisieren die Vielfalt der Lebens- und Liebesformen. Sie stehen für Stolz und gegen die Diskriminierung von queeren Menschen. Hier befindet sich das Interventionswohnheim der polnischen Regenbogen-Community. Ein Hostel als Schutzraum auf Zeit. Wer hier untergekommen ist, der ist seinem Leben davor entkommen. Menschen wie Martyna und Kaspar. Mariusz Ławnik hat mit diesem Hostel einen Ort geschaffen, den er sich selbst mit 18 Jahren gewünscht hätte. Als er damals seiner Mutter seine Homosexualität gestand, warf sie ihn aus der Wohnung. Ein Jahr lebte er auf der Straße, bettelte vor der Kirche, um an Geld zu kommen. Mühsam kämpfte er sich wieder ins Leben, absolvierte eine Ausbildung zum Sicherheitstechniker, gründete eine Firma und engagierte sich als Pastor einer Baptistengemeinde. Sein Schwulsein behielt er für sich. Als ich mich direkt in der Kirche zu outen wagte, war ich 30 und mein Leben lag plötzlich in Trümmern. Und das ist zugleich die Antwort auf die Frage, warum ich die Vereinigung mitbegründet und dieses Hostel ins Leben gerufen habe. Den letzten Impuls dafür gab mir der Erzbischof Jędraszewski, der zum Glück inzwischen im Ruhestand ist, der Menschen wie mich verächtlich als eine Seuche in Farben des Regenbogens bezeichnet hatte.
Ich arbeite für dieses Hostel, weil ich ein gläubiger Mensch bin und als gläubiger Mensch tätig sein will. Auch um zu zeigen, dass es völliger Unsinn ist, dass ein Mensch aus der Regenbogengemeinschaft automatisch ein Linker sei oder ein Atheist, der gegen die Kirche kämpft. Das Hostel beschränkt sich nicht nur auf die Regenbogengemeinschaft. Es ist offen für Menschen in Not, egal welche geschlechtliche Orientierung sie haben. Kaspar zog vor 4 Jahren nach Łódź in die Wohnung seiner Freundin. Als sie sich von ihm trennte, verlor er nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch seinen Halt. Eine Schwester im Krankenhaus vermittelte ihm den Kontakt zum Hostel. Seit 10 Monaten lebt er hier. Alles in allem hoffe ich, dass mir die Zeit hier helfen wird, dass ich wieder ein normales Leben führen kann. Ich bin froh, dass ich jetzt eine Beschäftigung in einem Restaurant gefunden habe, dass ich gebraucht werde. Ich mag das Gefühl, dass ich vorankomme. Ich bin 24 Jahre alt, ich bin nicht bettlägerig, ich kann Dinge tragen, ich kann laufen, also kann ich arbeiten. Und ich möchte auch arbeiten. Martyna musste ihre Wohnung von einem Tag auf den anderen verlassen, weil der Eigentümer keine transsexuelle Person duldete. Sie hatte nicht mal Zeit, sich eine neue Bleibe zu suchen. Auf der Suche nach Hilfe stieß sie auf die Telefonnummer des Hostels. Ich bin schon seit 2,5 Jahren hier. Was verbinde ich mit dieser Zeit? Auf jeden Fall, dass ich mein Leben von Grund auf neu aufbauen kann, dass ich aus der Obdachlosigkeit rauskomme und irgendwie im Leben zurechtkomme. Die Regenbogenvereinigung hat mir eine Therapie ermöglicht und begleitet mich bei dem Prozess meiner Geschlechtsangleichung. Demnächst werde ich meinen Namen auf der Geburtsurkunde ändern lassen. Dafür habe ich bereits alle medizinischen Unterlagen ausgefüllt, um sie dem Gericht vorzulegen. Ich tue alles, damit ich ein Leben führen kann, das meiner Identität entspricht. Das hätte ich schon vor vielen Jahren tun sollen. Eigentlich von Anfang an. Menschen wie Martyna passen nicht in das Weltbild der nationalkonservativen PiS-Partei, die in den 8 Jahren ihrer Regierungszeit auch keinen Hehl daraus machte. Parteichef Jarosław Kaczyński erklärte die 2 Millionen Menschen der Regenbogengemeinschaft zur gesellschaftlichen Bedrohung und zum Staatsfeind Nummer 1. Es war sicherlich keine ruhige Zeit in den letzten Jahren unter der PiS-Regierung. Denn als Bürger habe ich mich wirklich nicht mehr sicher gefühlt. Und das in jeder Hinsicht. Auch in rechtlicher Hinsicht. Wo es leider aus dem Mund von Politikern hieß, dass Menschen wie ich oder Martyna pädophil seien und nur deshalb Partnerschaften wollen, damit sie kleine Kinder vergewaltigen können. Das waren Worte, die von der parlamentarischen Tribüne kamen. Doch die propagandistisch geschürte Homophobie findet im Alltag ihren Widerstand. Hilfe statt Hass, auch von der Kirche. Ich habe gerade von sehr negativen Erfahrungen gesprochen. Aber als Vorsitzender der Regenbogenaktivisten habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Menge Freunde unter den römisch-katholischen Geistlichen. Unser Verein hat eine sehr gute Beziehung zur Caritas der Erzdiözese von Łódź. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass sie dieses Hostel mit Lebensmitteln, Reinigungsmitteln und ähnlichem materiell unterstützt. Nach einer finanziell für uns sehr heiklen Situation in den letzten Wochen waren es unter anderem Priester, die uns mit Geldspenden geholfen haben, damit wir hier Medikamente, Ärzte und Psychologen bezahlen können. Und das waren mehr als nur 50 Zloty. Die meisten Spenden kommen von Privatpersonen. Sie sind auch das Zahlungsmittel für Martynas Zukunft.
Ein Arzt in Wrocław hat ihre Hormonbehandlung übernommen. Unentgeltlich. Der Verein bezahlt die Fahrtkosten und die Übernachtungen. Ich möchte gern mal etwas Eigenes haben. Ein kleines Haus mit einem Stück Land. Das wünsche ich mir. Eine Arbeit, die mir meinen Lebensunterhalt sichert. Für mich ist wichtig, dass ich mich weiterentwickeln kann, ohne all die Nervereien, die ich in der Vergangenheit durchmachen musste. Aufgrund meiner Transidentität. Aber ich mache mir nichts vor, für Menschen wie mich gibt es wenig Akzeptanz in der Gesellschaft. Und darum ist mein Leben nicht so leicht. Wie kann ich ergründen, den ich nicht kenne, die Gedanken ordnen, für die ich brenne? Wie kann ich das Herz trennen vom Verstand? Wie mein kleines Häuschen bauen auf großem Land. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Die Autobahn der Freiheit war einmal die Dwójka, die Landstraße 2. Eine holprige Piste quer durchs Land als Sinnbild für dessen Zustand. Die kapitalistische Aufholjagd der 90er Jahre veränderte zwar die Marken der Autos, aber nicht die Straßen, auf denen sie fuhren. Mit dem neuen Jahrtausend beschlossen die Polen nicht länger nur eine osteuropäische Provinz zu sein. Immer tiefer streckte sich die Autobahn in die Landschaft und veränderte sie tiefgreifend. Ein Autorastplatz zwischen Łódź und Warschau. Dicht an dicht reihen sich die Truckerfahrer für eine Pause oder einen Schlaf zwischen ihren Routen durch Europa. Arthur aus Putusk ist auf dem Weg nach Frankreich. Er bringt Baumaterial in die Nähe von Paris. Die Straßen sind besser, aber auch voller. Aber so ist es. Am schwierigsten ist es, einen Parkplatz auf den Rastplätzen zu erwischen. Wer sich hier zum Schlafen legt, findet nicht unbedingt Ruhe. Denn die oft unbeleuchteten Rastplätze sind ein beliebtes Betätigungsfeld für Diebesbanden. Die Regeln sind so. Wenn plötzlich ein Fahrer in der Nacht anfängt zu hupen, dann springen alle auf. Wenn man hier über Nacht steht, kommen Banden und klauen. Sobald ein Fahrer das Signal gibt, dann musst du aufspringen. In dieser Woche haben sie mir schon auf 4 verschiedenen Parkplätzen die Plane aufgeschnitten. Aber ich hatte kein interessantes Baumaterial geladen, also ging nichts verloren. Adam transportiert Furniere für ein polnisch-deutsches Möbelunternehmen. Seit 43 Jahren sitzt er hinter dem Steuer. Er kennt fast alle Länder Europas. Es wäre einfacher zu sagen, in wie vielen Ländern ich noch nicht war. Lassen Sie mich nachdenken. Ost und West, in Europa überall. Ich habe sogar schon Möbel direkt bis vor das Brandenburger Tor in Berlin gefahren. Die Autobahn ist unsere Verbindung zum Westen. Deshalb heißt sie Autobahn der Freiheit. Polen verschmilzt mit Europa, nicht wahr? Sie wurde in Etappen gebaut. Begonnen wurde sie, glaube ich, noch in den 90er Jahren. Aber so richtig los ging es erst vor der Fußball-Europameisterschaft 2012. Da wurde Warschau mit dem Westen verbunden. Die Autobahn ist Polens Symbol der Wandlung und einer Bauanstrengung, wie es sie seit dem Wiederaufbau des zerstörten Warschau nach 1945 nicht mehr gab. 2014, am Jahrestag der polnischen Parlamentswahlen von 1989, erhielt sie ihren Ehrennamen Autostrada Wolności, Autobahn der Freiheit. Ankunft in Warschau. Am 24. August 1989, die Berliner Mauer stand noch, trat hier die erste frei gewählte Regierung Polens seit dem Zweiten Weltkrieg ihr Amt an und verabreichte dem Land eine Schocktherapie.
einen radikalen Wechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft. 35 Jahre später ist Polen Europas Champion im Wirtschaftswachstum. Moderne Glas- und Geschäftstürme umranden das trotzige Wahrzeichen einer vergangenen Ära, den Kulturpalast. Auf Anweisung von Stalin in den 50er Jahren erbaut. Sozialistischer Klassizismus, 44 Etagen und 237 Meter hoch. 1967 gaben hier die Rolling Stones ihr erstes Konzert hinter dem Eisernen Vorhang. Heute ist das Progressia einer der beliebtesten Konzerttempel Polens. Bereits seit dem frühen Morgen hocken hier die ersten Besucher, um den Star des Abends zu erleben. Aus allen Ecken des Landes sind sie angereist für Vito Bambino. Er ist gerade von einer Musikmesse aus Posen angereist. Kurze Pause vor dem Soundcheck. Vito Bambino heißt im wirklichen Leben Mateusz Dopieralski. Als er 2 Jahre alt war, zog seine Familie von Katowice nach Leverkusen. Dort ist er aufgewachsen und dort in seinem Kinderzimmer begann 2003 seine Musikerkarriere. Oh. 2003 war ich 15, pubertierender Junge, der irgendwie Lust hat, an der Subkultur Hip-Hop teilzunehmen. Auch als weißer Junge ziemlich lange Komplexe gehabt. Dann als weißer Junge aus Polen in Deutschland, da muss man sich ja auch erstmal zurechtfinden. Und ich habe tatsächlich von Anfang an auf Polnisch gerappt. Das fand ich immer komisch, dass ich dachte, was heißt komisch? Ich habe es auf jeden Fall hinterfragt und mich selber gefragt, warum ist es so, dass ich in Deutschland wohne und polnische Musik mache, die ich damals schon übers Internet irgendwie in Polen publiziert habe. Und meine kleine Theorie ist, dass das so ein Selbstschutz ist, weil wenn ich meinen Kumpels irgendwie was zeigen würde und die fänden das vielleicht nicht so cool, dann wäre ich trauriger, als wenn ich jetzt irgendwie in Polen ein Lied droppe und da ist es weit weg und wenn es jemandem nicht gefällt, dann kommt diese Info vielleicht nie bei mir an und das ist meine Theorie. Gute 10 Jahre später habe ich mir zum ersten Mal vertraut, was das Singen angeht und ich fand es irgendwie spannend. Ich hatte immer schon so ein bisschen lallende Melodien drin in meinen Raps, aber da habe ich mich diesem Teil gewidmet und dachte, auch mit dem Singen. Ich meine, ich war aus so einem Viertel, da singt man nicht, da rappt man, wenn überhaupt. Aber nach und nach war mir das egal und so habe ich mich irgendwie ein bisschen befreit, auch von diesem Mannsbild, das man vielleicht als junger Pubertierender in Leverkusen hat, in diesem Viertel. Bis heute führt Mateusz Dopieralski eine Art Doppelleben. Zwischen Polen und Deutschland. Während er auf Polnisch rappte, trat er als jugendlicher Darsteller bereits am Düsseldorfer Schauspielhaus auf. Er studierte an einer privaten Schauspielschule in Köln. Vom Theater führte ihn der Beruf auch zum deutschen Krimi-Fernsehen, zur Soko Köln und zur Cobra 11. In Polen wiederum gründete er die Band Bitamina und begann 2020 seine Solokarriere als Vito Bambino. Bis zum Konzert sind es noch 5 Stunden. Wir sind vorher in der Hala Kosziki verabredet, einer modernisierten Markthalle mit Restaurants und Streetfood-Lokalen. Mit Kinga Gajewska. Sie macht nicht Musik, sie macht Politik. Und das bereits, seit sie 17 ist.
Als ich ein kleines Mädchen war, half ich meiner Mutter dabei, Unterschriften für den Bau eines Bürgersteigs zu sammeln. Aber der Bürgersteig wurde nie gebaut. Damals meinte meine Mutter zu mir, wenn du etwas bewirken willst, dann musst du in die Politik gehen. Später habe ich dann meine erste Kommunalwahl gewonnen und dafür gesorgt, dass ein Bürgersteig gebaut wurde. Damals hatte ich gerade meinen Schulabschluss gemacht und wusste, dass sich im Bildungswesen etwas ändern muss. Also habe ich mich dafür eingesetzt. Bis heute arbeite ich dafür. Jetzt ist Kinga Gajewska 33, Mutter von 3 Kindern und für die bürgerliche Plattform in ihrer 3. Amtszeit im Sejm, dem polnischen Parlament. Nach 8 Jahren in der Opposition zur nationalkonservativen Regierungspartei hat die bürgerliche Koalition im Herbst 2023 die Wahlen gewonnen. Und damit auch Kinga Gajewska. Ich wusste, dass bei dieser Wahl unsere Zeit gekommen ist, denn das Maß war voll. So viele gesellschaftliche Gruppen haben in diesen 8 Jahren Erniedrigung erlebt. Und diese Menschen mussten endlich sagen, es reicht. In so einer Heuchelei, Scheinheiligkeit und Unterdrückung kann man nicht leben. Und viele, sehr viele haben schlechte Erfahrungen mit der Regierung gemacht. So kann man nicht leben. Die Polen tragen etwas sehr Bodenständiges in sich. Sie spüren, wann sie sagen müssen, genug. Oj sama, ja se sama u matusi była. Hej, roboty nie umiem, bo mnie nie uczyła. Hej, roboty nie umiem, bo mnie nie uczyła. Hej, ona mnie uczyła śpiewać i tańcować. Hej, po zabawach chodzić, w domu nie nocować. Hej, po zabawach chodzić, w domu nie nocować. Es waren vor allem Frauen, die den Regierungswechsel von den Nationalkonservativen zur bürgerlichen Koalition herbeigeführt haben. Sie haben in sich selbst einen Riesen geweckt, der Berge versetzen kann. Sie waren schockiert von dem Gesetz, das die Abtreibung rigoros verbot. Ein Gesetz, das viele Frauen das Leben gekostet hat. Das waren schreckliche Geschichten. Und die Frauen sind dagegen aufgestanden. Wenn eine Frau schwanger werden will, sollte der Staat alles tun, damit sie schwanger werden kann. Ich spreche von in vitro, von künstlicher Befruchtung. Ich spreche auch von der Mutterschaftsvorsorge. Aber wenn eine Frau nicht schwanger sein will, weil sie um ihr Leben fürchtet oder weil sie weiß, dass der Fötus in Gefahr ist, dann sollte sie auch das Recht haben, selbst über ihre Schwangerschaft entscheiden zu können. Dafür haben wir 8 Jahre lang gekämpft und jetzt wollen wir das für die Frauen umsetzen. Das erste Gesetz, das wir umgesetzt haben, war das Gesetz über die künstliche Befruchtung für jede Frau, die Kinder haben will, aber nicht schwanger werden kann. Wir haben versprochen, dieses Verfahren aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. Und dieses Versprechen lösen wir jetzt ein. Oj, jak ja se zaśpiewam, a mój Jasio zagra. Hej, to tak nie potrafi warszawianka żadna. Hej, to tak nie potrafi warszawianka żadna. Mehr Zeit hat Kinga Gajewska nicht für uns, denn sie hat eine doppelte Mission: das gespaltene Land wieder zu versöhnen und ihre 3 Kinder aufzuziehen. Und beides muss sie miteinander vereinbaren. Dafür braucht sie nicht nur politisches Kalkül, sondern auch einen klaren Blick dafür, womit sie den Kühlschrank zu Hause füllt. Vor ihrem nächsten Termin als Politikerin erledigt sie als Mutter noch schnell den Einkauf fürs Wochenende. 2 Stunden vor Konzertbeginn stürmen die ersten Fans den Saal des Progressia. An 3 Abenden wird Vito Bambino hier auftreten und an allen 3 Abenden wollen sie in der ersten Reihe stehen. Im Backstage stimmen sich Vito Bambino und seine Musiker auf den Abend ein. Genießt jede Nummer. Morgen wird es ein wenig schwieriger sein und der letzte Tag dann wieder ein wenig leichter.
dann haben wir nichts mehr zu verlieren. Aber heute müssen wir solide spielen. Für unsere Familien, für unsere Freunde und natürlich für unsere Fans, die mit ihren Tickets uns diese Konzerte ermöglicht haben. Abgesehen davon freuen wir uns alle darauf, wenn wir die nächsten 3 Tage wieder die Chance haben, in dieser Mannschaft zu spielen. Vitamina! Bambino! Co jest WWA? Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł. Viele Jahre pendelte Mateusz Dopiaralski zwischen Köln und Warschau, zwischen seinen beiden Berufen als Schauspieler und Sänger, bis er sich schließlich entschied, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ganz nach Warschau zu ziehen. Ich vermisse Deutschland oft. Ich habe mit meiner Frau so Momente, da denken wir, komm, scheiß drauf, wir packen alles zusammen und fahren einfach rüber. Aber die hatte ich auch, als ich in Deutschland war, und dann wollte ich ganz schnell nach Polen wieder. Insofern, ich bin dran gewöhnt, mein ganzes Leben so ein bisschen zwischen Tür und Angel zu sein und habe mich damit zurechtgefunden, dass mein Zuhause einfach da ist, wo meine Familie ist. Und ansonsten bin ich stolzer Europäer mit polnischen Wurzeln. Jeden mały haczyk jest, że to wszystko traci sens, gdy na wsi zabraknie mięty, już wiesz, że jest źle. Jestem trochę Dadurch, dass ich einfach 30 Jahre in einem anderen Sprachraum war, sind meine Sätze auf Polnisch schon speziell. Ich nehme oft die deutsche Satzstellung und bringe die ins Polnische und alle verstehen den Sinn, aber es klingt irgendwie fremd, aber dadurch auch spannend. Vito Bambinos Biografie ist die eines Auswanderers und nun auch die eines Heimkehrers. Als Außenseiter hat er sich nie gefühlt. Seine Freunde in Leverkusen waren Deutsche, Griechen, Türken. Sie sind noch immer seine Freunde. Er hat es verstanden, das eigene und das andere, das Fremde nicht zu spalten, sondern in sich zu vereinen. Meine Familie ist als polnische Familie nach Deutschland gefahren. Ich habe nie gespürt, außer einige Individuen, aber die findet man überall, dass ich Ausländer bin und dass ich nicht willkommen bin. Und als ich dann hier war und dachte, und ich höre, wir wollen niemanden aufnehmen, und ich denke, ihr wisst, ich wurde aufgenommen, richtig? Ich bin doch von euch, von hier, und ich wurde aufgenommen. Warum? Und das habe ich lange nicht verstanden. Wie gesagt, das hat mit der Angst zu tun, hier gab es keine große Migration. Wenn du jetzt zum Beispiel dir die vietnamesische Population in Warschau angucken würdest, riesengroß, haben eine große Diaspora und kommen super klar hier seit 20 Jahren. Und den Warschauer stört es auch nicht oder es ist nicht komisch für ihn, weil an den Vietnamesen hat er sich gewöhnt. Aber er hat sich halt noch nicht gewöhnt an die ganze Vielfalt, die die Welt zu bieten hat. Und da denke ich, manchmal hilft uns die Religion, manchmal steht sie uns dann doch im Weg, um progressiv weiterzugehen. Und das würde ich denen wünschen, dass man einfach vielleicht in dem Fall die Religion eher als Tradition sieht und ihr nicht so viel Handlungsmacht gibt, auch in uns selbst. Ich habe Freunde, die denken liberal, Freunde, die denken sehr konservativ. Und trotzdem sind wir Freunde. Wenn wir gute Menschen zueinander sind, kann das ja trotzdem funktionieren.
Je suis polonais et je t'aime comme j'aime la sauce hollandaise. Io sono polacco, la mia bella siciliana, una bacie. Ime Polonos, es ich bin nass, Pommes bitte meine Mutter kocht. Ich mach alles, was ich kann für euch, für jeden Brat, jedes Sis. So I'm Polish, bruv, in case you give a fuck. ...50 Kilometer hinter Warschau endet die Autobahn. Vorerst. Denn es wird gebuddelt, gebaggert, planiert. Bis 2030 soll die Autobahn ihr Ziel erreicht haben, die Grenze zu Belarus. Dorthin fahren wir. Von Polska A, dem Westen Polens, durch Polska B. So wurde Ostpolen lange bezeichnet, als eine vernachlässigte Region zweiter Klasse. Das ländliche Polen galt als Verlierer der radikalen Umbruchjahre. Während Dynamik und Aufschwung den industrialisierten Westen vorantrieben, verharrte der Alltag des Ostens im Dreiklang von Gott, Ehre und Vaterland. Hier, jenseits der großen Städte, heißt es, sei die Partei für Recht und Gerechtigkeit besonders beliebt. Der Grund dafür ist weniger ihr erzkatholischer Nationalismus. Als die PiS 2015 an die Macht kam, setzte sie Sozialreformen durch, die ihre Vorgängerregierungen versäumt hatten. Einführung eines Mindestlohns, Rentenerhöhung, das erste Kindergeld in der Geschichte Polens. Von der E30 biegen wir ab nach Biała Podlaska. Lange Zeit galt die Stadt als eine der ärmsten in Polen. Dass die Arbeitslosigkeit nicht über 15% stieg, verdankte sie der Abwanderung vieler junger Menschen. Ein paar Kilometer vom Zentrum entfernt, inmitten von Wald und Feldern, liegt dieser Landhof. Hier leben Beata und Tomasz Twardowski mit ihren Eltern und den gerade geborenen Zwillingen. Beide sind in Biała Podlaska geboren und zur Schule gegangen. Hier haben sie sich kennengelernt und geheiratet. Sie wollten nie weg von hier und sind deshalb die Ausnahme von einer bitteren Wahrheit. Es sind nur eine Handvoll Leute, die in Biała Podlaska geblieben sind. Viele unserer Bekannten, zum Beispiel meine Freunde vom Gymnasium, sind nach Warschau gezogen oder ins Ausland. Unsere Region wurde wirklich sehr vernachlässigt. Selbst nach dem Studium gab es für die jungen Leute hier keine realistischen Möglichkeiten, eine gute Arbeit zu finden. Ja, es gab einfach keine Perspektiven in unserer kleinen Stadt. Die gab es in den großen Ballungszentren, den Industriestädten Polens und noch mehr in den Ländern der Europäischen Union. Die boten größere Lebenschancen und bessere Einkommen. Und die anderen Länder der Europäischen Union haben einfach mit besseren Löhnen gelockt. Wir hatten die Möglichkeit, 3 Jahre in Warschau zu studieren, aber ich habe festgestellt, so eine große Stadt ist nichts für mich. Hier ist es ruhig und friedlich. Also, wenn man so einen idyllischen Ort hat, denkt man nicht darüber nach, ihn zu verlassen. Meine Frau hat früher im Plattenbau gewohnt. Deswegen ist sie so begeistert von der Natur und der Freiheit hier. Andererseits bedeuten uns die familiären Bindungen sehr viel. Wenn wir für einen besseren Beruf oder mehr Geld von hier wegziehen würden, dann würden wir auch diese Bindungen verlieren. Einige Bekannte von uns, die weggezogen sind, haben diese Trennung von der Familie als einen großen Verlust erfahren. Beata und Tomasz arbeiteten in einer Computerfirma, bis sie 2012 begannen, ihren Traum in die Tat umzusetzen. Gerade frisch verheiratet, entschlossen sie sich, ihr Hochzeitsgeld und sonstiges Erspartes als Startkapital für ein eigenes Restaurant zu nutzen.
Ich habe schon immer leidenschaftlich gerne gekocht. Nicht jeden Tag, aber ich koche oder grille und probiere neue Gerichte aus. Wir beide essen gerne gut. Wenn wir verreisen, wählen wir die Länder, unsere Ziele, sogar nach kulinarischen Aspekten aus. Und wir haben festgestellt, dass es in Biała Podlaska kein Restaurant mit guter polnischer Küche gab, nur Pizzabuden oder Fastfood-Lokale. Es gab keinen Ort, an dem man gut essen konnte. Als Beata und Tomasz ihr Restaurant eröffneten, bröckelten ringsherum noch die Häuserfassaden. Biała Podlaska war so trostlos wie seine Gastronomie. Sielska haben sie ihr Restaurant genannt, was übersetzt idyllisch bedeutet. Nicht nur die Tulpen, auch Gemüse und Kräuter kommen von ihrem Hof. Es sollte ein Ort der Gastfreundlichkeit werden, eine Art Wohnzimmer der Stadt. Auch wenn es in den ersten 2-3 Jahren kaum Gewinn brachte, brachte es doch einen Hoffnungsschimmer in die farblose Stadt. Und ein neues Lebensgefühl. So wie die Stadt aus ihrem Dämmerzustand erwachte und einen frischen Anstrich bekam, meldete sich bei den Einwohnern eine fast verloren gegangene Lust zurück. Die auszugehen. Nicht nur bis zum nächsten Dönerladen oder zur Pizzabude, sondern um sich zu begegnen, zu feiern oder im Sielska die traditionell polnische Küche zu genießen. Dass in Biała Podlaska der Krieg in der Ukraine noch näher ist als in Warschau oder Berlin, hat Beata auch in ihrem Restaurant gemerkt. Viele Stammgäste kommen nicht mehr. Als der Krieg gegen die Ukraine ausbrach, spürten wir das auch hier. Wir leben ja nicht weit entfernt von der Grenze und hatten auch immer viele Gäste aus Belarus. Aber seit dem Krieg sind die Beziehungen unserer beiden Länder schwierig. Belarussen kommen kaum noch. Nun ja, der Umsatz ging zurück. Andererseits stiegen die Energiekosten so sehr, dass sie fast unsere gesamten Monatseinnahmen ausmachten. Allein der Gaspreis stieg um 700%. Wir waren also gezwungen, die Preise für unsere Gerichte zu erhöhen, damit wir uns auch die Mitarbeiter leisten können und wir irgendwie ein paar sprichwörtliche Groschen von diesem Geschäft übrig behalten. Im Dezember 2023 hat die bürgerliche Koalition die Parlamentswahlen gewonnen. Von der neuen Regierung erwartet Beata, was sie von jeder Regierung erwartet. Eine Steuervereinfachung. Ich zähle mich zu den Kleinst- und Kleinunternehmern und würde gern die Steuern für Arbeitnehmer vereinfachen. Etwas Einfaches schaffen, ohne diesen bürokratischen Aufwand. So könnte ich mich als Unternehmerin am besten gesetzeskonform verhalten, wenn ich alles auf einem Tablett serviert bekommen würde. Działał zgodnie z prawem i wtedy miał wszystko po prostu na tacy wyłożone. Mam sobie dużo rad i większe od innych sny. Jak ty jestem między wschodem i zachodem, jak ty cierpię, jak ty wolę się użalać zamiast lżnieć. Już dorośnij Polsko, a ja razem z tobą. Już nie klękaj Polsko, a ja nie będę klękać z tobą. Zdejmij Polsko z ranem krzyż i ja będę kochać siebie. Miłość przecież to jest wiara, proszę uwierz, bo ja wierzę, czekam bryzę. 670 Kilometer liegen hinter uns. Unsere letzte Station ist die ostpolnische Gemeinde Terespol
an der Grenze zu Belarus. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat auch hier seine Auswirkungen. Weil die Minsker Regierung die Invasion unterstützt, ist die Situation zwischen Polen und Belarus angespannt. Der Grenzübergang Koroszczyn-Kukuryki ist der einzige noch geöffnete für den Güterverkehr. Davor stauen sich die Trucks auf einer Länge von bis zu 50 Kilometern. Die Fahrer berichten von Wartezeiten zwischen 60 Stunden und 7 Tagen. Krzysztof Iwaniuk ist der Gemeindevorsteher von Terespol. Seit 1992. Bis heute verbindet er mit seinem Amt ein Ziel: eine Fußgängerbrücke, die über diesen Fluss führen soll. Das ist die Grenze der Europäischen Union, von Polen, unserer Gemeinde. In der Mitte des Flusses Bug verläuft sie. Da drüben ist schon Belarus. Kein 2 Meter hoher Zaun aus Stacheldraht und Beton trennt hier Polen von Belarus, sondern nur das Wasser des Bugs. Als Grenzfluss zerteilt er eine Region, die jahrhundertelang zum polnisch-litauischen Reich, dem größten Osteuropas, gehörte. Erst am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Bug zum Grenzfluss. Krzysztof Iwaniuk hat nie einer Partei angehört. Seine Partei ist bis heute das Komitee von Krzysztof Iwaniuk. Als er zum ersten Mal sein Amt antrat, ahnte er nicht, dass Polen einmal zur Europäischen Union gehören und Europa damit vor seiner Haustür enden würde. Er hat das Trennende nie gewollt und das Verbindende immer gesucht. Der Gemeindepalast entspricht den Ausmaßen seiner Arbeit und seiner Träume. Denn nichts wünscht er sich mehr als eine gute Beziehung mit dem benachbarten Brest und seinen 350.000 Einwohnern. Und nie war er weiter entfernt von dieser Stadt auf der anderen Seite des Bugs als heute. Eines der Gebäude dort ist das Rathaus des Bürgermeisters von Brest, unseres Partners. Wenn der Bürgermeister aufs Dach käme, könnten wir uns sogar zuwinken. Man bräuchte wahrscheinlich ein Fernglas, denn es liegen 7 Kilometer dazwischen. Terespol und Brest sind seit 2002 offiziell Partnerstädte. Aber seit dem Krieg in der Ukraine sind sie es nur noch auf dem Papier. Direkte Kontakte gibt es nicht mehr. Ihre historischen Wurzeln verbinden die beiden Städte. Die Konflikte der Gegenwart trennen sie. Ich möchte betonen, dass zwischen uns und den Belarussen die Grenze erst seit dem Zweiten Weltkrieg, seit Jalta, besteht. Es gibt im Grunde genommen keine Unterschiede, weder in wirtschaftlicher noch in religiöser oder mentaler Hinsicht. Sogar unsere Sprachen sind sehr ähnlich. Bei offiziellen Konferenzen spricht jeder in seiner eigenen und wir verstehen uns perfekt. Früher, als Polen noch nicht zur EU gehörte, kamen in die 6.000 Seelenstadt Terespol jeden Tag etwa 10.000 Belarussen. Die Grenze war durchlässig, es bestand keine Visumpflicht. In Terespol gab es über 150 Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe. Das Leben pulsierte, die Wirtschaft wuchs, es gab Arbeitsplätze. Das ist vorbei. Terespol ist zu einer Schlafstadt geworden. Terespol endet am Pkw-Grenzübergang nach Brest. Dem einzigen, der für den Personenverkehr entlang der polnisch-belarussischen Grenze noch geöffnet ist. Wer hier nach Polen einreisen will, braucht vor allem Geduld und Gelassenheit gegenüber den Kontrollinstanzen. Dariusz Sienicki, Kapitän des Grenzschutzes, erklärt warum.
Der Schmuggel von Waren hier an der Ostgrenze ist seit vielen Jahren eine der Hauptgefahren, die wir als Grenzschutz bekämpfen. Allein im vergangenen Jahr haben wir steuerpflichtige Waren, vor allem Zigaretten, im Wert von fast 15 Millionen Zloty beschlagnahmt, die Reisende sowohl an Grenzübergängen wie hier, als auch über die grüne Grenze zu schmuggeln versuchten. Darüber hinaus haben wir Drogen im Wert von 15 Millionen Zloty und Autos im Wert von 19 Millionen Zloty sichergestellt, die nach Belarus geschmuggelt werden sollten. Das teuerste Auto, das wir im letzten Jahr hier beschlagnahmt haben, war ein Ferrari Portofino im Wert von 1.200.000 Zloty, also 300.000 Euro. Bis hier, wo Europa im Osten endet, soll sich einmal die Autobahn erstrecken und sich mit der M1 auf der gegenüberliegenden Seite verbinden. Aber Europa verbindet gerade nicht sehr viel mit der anderen Seite, mit dem Regime Lukaschenkos. Für Krzysztof Iwaniuk ist die Ankunft der Autobahn ein Hoffnungsschimmer. Auch wenn der 60-Jährige dann nicht mehr im Amt sein wird. Er ist überzeugt davon, dass mit der Autobahn die Region wirtschaftlich aufleben wird. Dafür hat seine Gemeinde bereits Gewerbe- und Wohnflächen bereitgestellt. Terespol war für ihn nie irgendein Ort am Ende von Europa, sondern ein Tor in den eurasischen Raum bis nach China. Wir warten schon sehr lange auf die Autobahn. Sie sollte bereits 1980 für die Olympischen Spiele in Moskau gebaut werden, aber sie wurde damals nicht einmal begonnen. Später wurden die Prioritäten so gesetzt, dass die Autobahn 2012 bis Warschau führte. Wir haben immer wieder gefordert, dass auch die restlichen 200 Kilometer bis an die Grenze gebaut werden. Denn zwischen Moskau und Brest existiert schon längst eine Autobahn. Nun wird endlich der letzte Streckenabschnitt in Angriff genommen. Für unsere Region ist das sehr wichtig. Denn hier verlaufen dann zwei paneuropäische Verkehrsachsen, die Eisenbahnlinie E20 und die künftige Autobahn. Wir sind schon jetzt ein wichtiger Korridor, durch den etwa 60% der Waren und der Menschen zwischen Moskau, Warschau und Berlin, zwischen den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und der Europäischen Gemeinschaft führen. Wir sind hier am Rand der Europäischen Union. Aber eigentlich liegen wir in der Mitte Europas. Denn Europa geht bis zum Ural. Diese Grenze wird immer undurchlässiger. Ich habe das Gefühl, beide Seiten wetteifern gerade, wie man den Grenzübertritt noch unangenehmer machen kann. Das ist nicht normal. Das wird dem Eisernen Vorhang immer ähnlicher. Krzysztof Iwaniuk hat 2009 in seiner Gemeinde ein Stück der Berliner Mauer aufstellen lassen. Es stammt aus dem Abschnitt, der die Oberhavel-Gemeinde Glienicke einst vom Westberliner Bezirk Reinickendorf trennte. Ich habe 1989 mit eigenen Augen erlebt, mit wie viel Leidenschaft die Berliner die Mauer niedergerissen haben. Ich habe die ganze Nacht mit ihnen gefeiert. Das Mauerstück haben wir mit einer Solidarność-Plakette und einem Ziegel aus der Danziger Werft ergänzt. Zur Erinnerung daran, dass der Umbruch des Ostblocks in Polen begann. Zusammen mit Lech Wałęsa haben wir dieses Mauerstück eingeweiht, als ein Denkmal der Solidarität und als ein Denkmal der Mahnung, dass es nie wieder in Europa eine Mauer geben sollte, wie damals in Berlin. Supermoce, Superkräfte. Willst du mit mir Mauern einreißen? Lass es mich wissen, singt Vito Bambino. Ich habe Superkräfte und ich garantiere schlaflose Nächte.